Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, euch zwei Sommerdeko-Ideen im Glas zu zeigen. Bevor es jetzt aber mit der Dekoration losgeht, nehme ich euch erst einmal mit in meinen Garten, um Material zu sammeln. Das hier ist Lavendel und davon werde ich mir jetzt etwas abschneiden. Ich schneide den aber so ab, dass ich halt nicht in das Verholzte hineinschneide. Ich denke, so 7 Stück sollten dafür genügen, also für die erste Dekoration. Ich nehme jetzt auch bevorzugt den Lavendel, der bereits am Blühen ist. Und dann gehen wir mal gleich weiter durch meinen Garten. Den Frauenmantel schneide ich bis ganz nach unten ab. Davon brauche ich jetzt gleich 5 Stück. Ich muss auch noch mal zu einer anderen Pflanze gleich hinlaufen, weil hier ist jetzt nicht wirklich viel dran. Der hat aber jetzt auch bei der Hitze ordentlich gelitten. Hier haben wir noch eine ganz kleine Süße. Ja, eine hole ich mir jetzt noch von einer anderen Pflanze. Oregano macht sich auch immer gut in Gläsern. Schneiden wir mal ein bisschen was ab. Das ist Zwergrohrkolben, macht sich auch immer gut als Deko. Und last but not least Cola-Kraut. Mein erstes Glas hat in etwa eine Höhe von ca. 17 cm und der Durchmesser im oberen Bereich beträgt in etwa 15 cm. Ja, und in dieses Glas werde ich jetzt als erstes Kieselsteine einfüllen. Das wird jetzt wahrscheinlich ganz schön laut werden. Ich finde das Geräusch auch immer sehr ekelig. Kann ich überhaupt nicht gut hören. Ja, und dann habe ich hier einen Ast. In diesen Ast habe ich 17 3,5 mm große Löcher gebohrt. Den lege ich jetzt hier mal oben drauf. Ich werde jetzt auch mal für euch die Perspektive wechseln, dann könnt ihr das gleich besser sehen. Ich habe jetzt schon Wasser in mein Glas eingefüllt und nun sind die Blumen dran. Hier im unteren Bereich werde ich überall die Blättchen entfernen, auch beim Lavendel. Die kompletten Blätter können hier nachher alle weg. Den Rohrkolben muss ich nachher erst einmal anhalten und mal gucken, wie lang soll er denn hier aus dem Glas hinausschauen. Und ich werde jetzt mit dem Frauenmantel anfangen. Steckt den hier ganz entspannt in die Löcher hinein. Ihr könnt die Löcher auch ruhig, was wollte ich jetzt sagen, 4 mm groß machen. Meine sind nämlich teilweise dann für den Frauenmantel einen Tacken zu klein. Ich muss hier aber jetzt noch ein bisschen was wegmachen, weil das muss ja hier bis in das Wasser hineinreichen. Man könnte sowas auch letzten Endes als Trockenblumendeko machen. Oder ihr könntet auch ein tieferes Glas für sowas verwenden. Dann braucht ihr nicht so viel Wasser einfüllen, wie ich jetzt gerade. Und ich würde jetzt bei der Version auch immer als erstes den Frauenmantel einarbeiten. Dann würde ich den Rohrkolben machen und dann zuletzt halt den Lavendel. Aber ich denke, das sieht nachher ganz cool aus. So, ist auch mit Wasser bedeckt. Die Stiele stecke ich auch so, ja, ein wenig in den Kies hinein. Der hier, der könnte jetzt ein bisschen zu dick sein. Deswegen, ne, dann würde ich ruhig mal auf 4 mm ruhig bohren. Mit ein bisschen drücken geht es aber ganz gut. Also ich glaube, mein Glas ist ganz niedlich geworden und noch mehr wird da jetzt auch nicht eingearbeitet werden. Ja, und was ich euch jetzt auch noch erzählen wollte, bei den 3,5 mm großen Bohrlöchern, da könnt ihr dann auch zweimal Lavendel hineinstecken oder halt einmal Rohrkolben und einmal Lavendel. Frauenmantel ging aber jeweils nur einmal. Ja, und dann werde ich jetzt mal meinen Arbeitstisch aufräumen und dann legen wir los mit Glas Nummer 2. Das zweite Glas hat in etwa eine Höhe von 30 cm. Hier oben der Durchmesser beträgt 13 cm und hier ganz unten, da würde ich jetzt sagen, so in etwa 20 cm. Ja, und in dieses große Glas kommt jetzt ein zweites Glas hinein. Das ist jetzt 10 cm hoch und der Durchmesser beträgt auch 10 cm. Bevor das Glas aber jetzt hier in dem großen platziert wird, fülle ich erst einmal schon mal Wasser ein. Dann hat man es nachher ein bisschen einfacher. Ja, kann aber ruhig ordentlich was rein. Mal eben gucken. Ja, das reicht jetzt schon mal. Und innerhalb des Wassers, da wird jetzt Split eingearbeitet. Um genau zu sein, der heißt Ice Blue Split. Ich habe das in meinem Vorgarten liegen, also nur so ein bisschen, jetzt hier nicht so eine Gerölllawine. Und wie gesagt, das wird jetzt hier eingearbeitet. Jetzt natürlich nicht innerhalb von diesem kleineren Glas, aber das kann man ja dann auch einfach wieder hinausfummeln.
Ich hatte den vorhin auch einmal sauber gemacht, den Kies. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu dreckig. In das kleine Glas kommt nun eine Kerze hinein und danach wird das Grün eingearbeitet werden. Aber ich glaube, farblich wird die Kerze nachher ganz gut da hineinpassen. Beim Oregano und beim Cola-Kraut werde ich hier im unteren Bereich die Blätter entfernen. Nicht, dass die dann halt permanent in dem Wasser drin sind, weil dann würden die Blättchen relativ schnell anfangen zu verfaulen. So werde ich das jetzt auch gleich bei dem Lavendel machen, aber halt hier nur im unteren Bereich halt die Blättchen dann wegnehmen. Und dann wird das jetzt eingearbeitet. Ich muss das hier nochmal eben etwas justieren und die Blätter dürfen natürlich nicht jetzt bei der Kerze mit dran sein. Ups, jetzt sind mir gerade 2 abgebrochen, ist nicht schlimm. Fuhr mich mal eben raus. Ich achte halt auch darauf, dass ich da einen guten Abstand zu der Kerze nachher habe. Ich glaube, das Cola-Kraut kann ich jetzt stellenweise vielleicht doch noch ein bisschen einkürzen. Das ist jetzt nicht mehr so biegsam. Habe ich mir ein bisschen zu lang abgeschnitten. Ja, und dann halt frei Schnauze oder halt nach Gefühl einarbeiten, so wie ihr das dann halt leiden mögt. Ich werde aber jetzt das Grün immer in die gleiche Richtung einarbeiten. Ich werde jetzt noch 2 bis 3 Schneckenhäuser einarbeiten und dann bin ich auch soweit fertig mit meinem Glas. Ja, und im Laufe des Prozesses habe ich mir gedacht, dass ich diese Kerze gar nicht anzünden werde, weil ich könnte mir vorstellen, das wird den Pflanzen hier oben dann viel zu warm werden und dann verwelken sie halt auch sehr schnell. Oder man nimmt alternativ dann für das kleinere Glas ein Teelicht. Das ist dann wahrscheinlich nicht so warm als hier mit dieser ganz großen Kerze. Ja, oder halt eine Lichterkette, die könnte man jetzt auch mit einarbeiten. Ja, aber ich lasse das jetzt einfach nur so als Deko. Also diese Kerze da unten. So, letzte ich wollte schon Schneckenlicht sagen. Letzte Schneckenhaus. Und dann war's das jetzt soweit. Aber ihr glaubt gar nicht, wie intensiv jetzt dieses große Glas hier am Duften ist. Ja, und die ganzen benötigten Materialien für die beiden Projekte trage ich auch wie üblich in der Videobeschreibung ein. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!